Hi Leute, mein Name ist Tobias und in diesem Video möchte ich euch mein Utopia vorstellen. Mein Weltbild. Die United States of Mankind. Eine Nation für die gesamte Menschheit. Das gleiche Existenzminimum für jeden Menschen. Aus Angst vor Shitstorms und der Cancel Culture, die heutzutage stattfindet auf Twitter und Co., stellen sich viele, die Visionen haben für diese Menschheit und für unsere Menschheitsgeschichte, nicht mehr der offenen Diskussion, weil sie Angst haben, weggecancelt zu werden. Der Gefahr stelle ich mich nun, indem ich euch in dieser Folge mein Leitmotiv vorlese. Ich gebe euch audiovisuell die Möglichkeit nachzuvollziehen, was mich zu diesem Schritt bewegt hat. Seit 10 Jahren habe ich den Großteil dieses Textes bei mir zu Hause liegen und ihn zu veröffentlichen, weil in den Grundeinnahmen wir Einbußen machen müssen, damit das funktioniert. Darauf werden wir in den nächsten Videos eingehen können. Ich möchte jeden dazu ermutigen, dieses Video und den dazugehörigen Text zu übersetzen und von mir aus auch vorzulesen. Wortwörtliche Übersetzung 1:1 werde ich auf diesem Kanal auch veröffentlichen, weil ich so viele Menschen wie es geht, national und international erreichen möchte. In den nächsten Wochen werde ich die einzelnen Aspekte, die die Voraussetzungen schaffen, um das zu erreichen, aufschlüsseln und in der mir gegebenen Expertise, soweit ich das so nennen darf, versuchen klarzumachen, was wir dafür brauchen. Ich möchte ganz ausdrücklich sagen, dass Fachwissen jederzeit willkommen ist und wenn harte Fakten gegen einzelne Annahmen sprechen, ich jederzeit bereit bin zur offenen Diskussion auf meinem Discord oder auf sonstigen Plattformen, wenn ihr möchtet. Ich glaube, die Menschheit hat es noch in der Hand, diesen Planeten zu einem besseren Ort zu machen und unser Leben auf die nächste zivilisatorische Ebene zu bringen. Dafür brauche ich eure Mithilfe. Liked, abonniert, teilt diese Videos und engagiert euch. Ihr seid gerne eingeladen, dass diese Bewegung größer wird. Fridays for Future, Black Lives Matter und ähnliche Bewegungen haben international gezeigt, dass es möglich ist, aber sie sind mir nicht weitestgehend genug. Sie beschränken sich auf Teilaspekte, die dann immer durch die Nationalstaatlichkeit unserer Welt und durch die Nichteinhaltung der Menschenrechte konterkariert werden. Dem versuche ich vorzubeugen, indem ich ein ganzheitliches System entwickelt habe, das einzelne Aspekte integriert in ein großes Ganzes. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß mit dem Leitmotiv. Kapitel 1. Zu meiner Person Leitmotiv, diese Videos zu machen. Da ich keine allzu öffentliche Person bin, halte ich Hintergrundwissen über mich für notwendig. Ich bin 36 Jahre alt und lebe in Bochum. Ich wohne in einer Zweiraumwohnung. Geboren und aufgewachsen bin ich in Essen. Dort besuchte ich den Kindergarten, die Grundschule und schließlich auch das Gymnasium. Ich habe Sozialwissenschaften und Rechtswissenschaften studiert, allerdings nicht abgeschlossen. Bitte nicht nachmachen. Ich komme aus einer katholischen Familie und wurde einschließlich der Firmung, letzte Bekenntnisform des katholischen Glaubens, durch diese Religion geprägt. Mit der Scheidung meiner Eltern entstand in mir ein großes Misstrauen. Nichts ist so, wie es scheint, war seither mein Motto. Wenn im kleinen Raum, also der Familie, schon nicht so ist, wie es scheint, wie kann ich mir dann sicher sein, dass der Rest der Welt so funktioniert, wie er vorgibt zu funktionieren? Seit diesem Zeitpunkt wurde Religion in meinen Augen zu einer Blockade statt zur seelischen Befriedigung. Im Vertrauen auf eine höhere Macht und der Definition des damit verbundenen Schicksals berauben wir Menschen uns der Erkenntnis, dass wir die wohl größte Machtposition auf der Welt besitzen. Wir sind diejenigen, die das Leid in der Welt deutlich senken könnten, wenn wir wollten. Bei diesem Weltbild spielen religiöse Weltanschauungen durchaus eine Rolle, aber nicht aus der Religion als Selbstzweck, sondern vielmehr aus der Notwendigkeit für eine humanitär vernunftgesteuerte Gesellschaft. Ich könnte den Begriff Nächstenliebe versuchen zu ersetzen durch eine Wortschöpfung, die im Grunde dann denselben Sinn und Zweck verfolgt, darauf verzichte ich vernünftigerweise,
weil mir der Streit um Wörter zu banal ist. Was meine ich mit Nächstenliebe? Ich meine das Gefühl, welches mich seit Jahren wach hält und auch zum Teil verzweifeln lässt. Wenn ich morgens aufwache, bin ich meistens nicht fröhlich, weil mir eine unheimliche Verknüpfung bewusst ist. Jeder Tag, an dem ich hier im Westen einen wundervollen Tag verbringe, bedingt einen Tag das Leid für einen anderen Menschen auf dieser Welt. Dabei komme ich mir vor wie im Film Matrix. In meinem Alltag arbeite ich in Betrieben, die getrieben von wirtschaftlichen Zielsetzungen sind und erlebe, wie mir die Vorgaben die Kraft rauben. Der Umsatz der kommenden Woche, des folgenden Monats oder natürlich die erwartete Steigerung zum Vorjahr haben Priorität in diesem Korsett. Es passiert, dass ich mich mehrere Tage in diesen Banalitäten verliere. Doch ist mir immer bewusst, dass dort draußen eine andere Welt existiert, die mehr existenzgefährdende Dinge zu durchleben hat als Zielvorgaben, die unter Umständen durch Faktoren, die von mir nicht mal zu ändern sind, reißen. Das Leid auf der Welt ist dabei so vielfältig wie die Möglichkeiten, Spaß zu haben. Wenn ich von Leid auf der Welt rede, denken viele natürlich an Hungertote und Kriegsopfer. Doch diese Varianten des Leids sind nur die Gipfel dessen, was wir weltweit zulassen. Ich meine auch Obdachlosigkeit, mangelnde Hygiene, mangelnde medizinische Versorgung, Menschenhandel, Opfer des weltweiten Drogenhandels, Kinderarbeit, Genozide, generelle Suchterkrankungen, die verhindert werden könnten, Armut, mangelnde Chancengleichheit, etc. Genauer werde ich in diesen Videos auf solche Dinge eingehen. Wir finden viele Beispiele für Dinge, die Menschen anderen Menschen angetan haben, antun oder die wir sehenden Auges zulassen. Letzteres lässt Blut an unseren Händen. In unserem Land ist die unterlassene Hilfeleistung ein Straftatbestand. Geopolitisch scheint sie ein Kavaliersdelikt zu sein, zumindest benehmen sich die Gewinner des Weltmarktes so. Wenn ich an diese Beispiele denke, bin ich traurig, wütend, ohnmächtig, erschüttert und fassungslos. Ich kann nicht begreifen, wie Menschen ihresgleichen derartige Dinge antun können. Von dem Umgang mit anderen Spezies möchte ich gar nicht erst anfangen. Der Mensch hat aber den entscheidenden Vorteil der Selbstreflexion. Ich weiß aber auch, dass ich etwas dagegen unternehmen möchte. Warum mache ich dies in Form von Videos? Videos bieten die Möglichkeit, Gedankengänge nicht wie in TV-Shows oder Wahlkämpfen nur anzureißen, sondern in all ihren Einzelheiten zu erklären. Zudem ist es deutlich effektiver als Mundpropaganda. Zudem bin ich mein eigener Regisseur und setze mir selbst meine Zeitlimits. Auch kann ich nur durch YouTube zensiert werden, das heißt maximal eine Macht kann mich aufhalten. Geldgeber in großen Verlegen oder Intendanten können da schon deutlich einfacher Meinungen wegcanceln. Warum gehe ich nicht in eine schon bestehende Partei, um meine Interessen zu verfolgen? Ganz klar aus Angst, mich im Alltag zu verlieren. Ich will eben genau das verhindern, was ich oben als verloren gegangen in der Matrix beschreibe. Im Alltagsgeschäft werde ich nur mit dem Machbaren konfrontiert. Ein weiterer Grund ist, dass mir keine Partei bekannt ist, die das weltweite Verschmelzen der Länder zu einer Nation als Ziel angibt. Das Weltbild, welches mich zu diesen Videos antreibt, ist folgendes. Wir sind alle Menschen. Warum gibt es nicht ein weltweit akzeptiertes Existenzminimum? Was betrachte ich nun als Existenzminimum? Für mich ist das Existenzminimum eine Reihe von Dingen, die im Westen selbstverständlich sind, doch für viele Menschen im Rest der Welt als reine Utopien gelten. Als eine Voraussetzung ist hier zu nennen Frieden. Man kann sich nur frei entfalten, ohne Angst und ohne eine gewaltsame Zerschlagung eben derjenigen Entfaltung durch eine andere Person oder Nation. Des Weiteren müssen die Menschenrechte nicht nur in ihrem Bestand anerkannt, sondern auch umgesetzt und eingehalten werden. Aber was nützen mir Rechte, wenn mir das tägliche Brot, Wasser zum Leben fehlt oder das Dach über dem Kopf? Also gehört zum Existenzminimum auch eine finanzielle Versorgung, die diese Dinge absichert. Zudem halte ich eine ausreichende medizinische Versorgung einer Tätigkeit für lebensnotwendig. Die Tätigkeit kann zum einen ein regulärer Beruf sein, der es der Person ermöglicht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Allerdings, bei Menschen, die von der finanziellen Versorgung durch die Transferzahlung der Gesellschaft leben, muss die Gesellschaft auch eine gesellschaftstragende Tätigkeit von den Menschen verlangen können, soweit diese auch imstande dazu sind. Welche Tätigkeiten das dann im Einzelnen sind, bleibt der Fantasie der Gesellschaft überlassen. Als eine Einschränkung sollte man aber in Betracht ziehen, dass es nur solche Tätigkeiten sein können, die nicht im regulären Arbeitsmarkt auch als Beruf auftauchen könnten. Jedes Recht der freien Entfaltung oder des Eigentumserwerbs muss da eingeschränkt werden, wo das Recht des Existenzminimums tangiert wird. Für einen großen Teil der Weltbevölkerung hat diese Einführung viele Vorteile, aber es wird auch negative Aspekte geben für diejenigen, die sich daran gewöhnt haben, dass ihre freie Entfaltung grenzenlos ist. Meiner Meinung nach ist das Existenzminimum allerdings nur umsetzbar, wenn die Völker der Erde sich zu einer Nation finden. Grund dafür ist die Veränderung des Verantwortungsgefühls.
Wenn zum Beispiel in Deutschland auch nur ein Kind am Hungertod sterben würde, würde die Gesellschaft direkt Maßnahmen ergreifen, dies zukünftig zu verhindern. Mit Gesellschaft ist hier natürlich der Staat gemeint als Wächter über sein Volk. Da Hungertote in Deutschland kaum vorkommen, ist das Verantwortungsgefühl für Menschen anderer Nationen, für die auch andere Gesellschaften verantwortlich sind, kaum existent. Wir spenden zwar einen Mini-Bruchteil unseres Bundeshaushaltes in die Entwicklungshilfe, ob dies allerdings hinreichend ist, um das Leid zu bekämpfen, lassen wir dahinstehen. Eine Weltnation ist logischerweise eine Vision, denn die Realität ist weit davon entfernt. Doch warum keine Vision setzen und darauf hinausarbeiten? Helmut Schmidt sagte einst, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. So ein Satz ist dem technokratischen Verständnis der heutigen politischen Klasse geschuldet. Mir ist es zuwider, nur das Machbare im Blick zu haben. Aktuelle Probleme zu verwalten, ist meistens nicht der Grund, warum Menschen in die Politik gehen. Viele wollen die Welt verändern, doch richten sich irgendwann im System ein und geben Ideologien, Visionen auf. Deswegen gehe ich diesen Weg. Ich hoffe, dass bei den Menschen, die diese Videos sehen, ein Wille entsteht, etwas zu verändern. Dieser Wille ist hoffentlich der Grundstein für eine Bewegung. Diese Bewegung kann erst in Form eines Vereins oder einer NGO, einer Non-Governmental Organization, einer Nichtregierungsorganisation, vonstatten gehen. Ähnlich der Black Lives Matter oder der Fridays for Future Bewegung. Doch das Ziel muss es irgendwann sein, in politische Verantwortung zu treten und die Nationen, in denen die Bewegung die Regierung stellt, zu vereinigen. In der Übergangszeit dürfen nationale Interessen niemals wichtiger werden als das Ziel der Vereinigung. Wie sich diese Bewegung nennt, lasse ich dem weltweiten Diskurs offen. In meinen Videos nenne ich diese Bewegung United Mankind und die Nation wird von mir als United States of Mankind bezeichnet, USM. Der genaue Aufbau und die Voraussetzungen der USM werden so genau wie es mir möglich ist in weiteren Videos beschrieben. Die Notwendigkeit einer Weltnation wird mir oft die Existenz der weltweit agierenden Nichtregierungsorganisationen entgegengehalten als Markenzeichen einer weltweiten Solidarisierung mit den Schwachen dieser Welt. Die Arbeit der NGOs möchte ich weder denunzieren noch anderweitig in den Dreck ziehen. Sie leisten für ihre Möglichkeiten hervorragende Arbeit, aber in Staaten, in denen Regime an der Macht sind, sehen wir leider oft genug, dass auch die NGOs als neutrale Helfer aufgrund ihrer eigenen Sicherheit diese Nationen verlassen müssen. Eine NGO hat zudem aus ihrer Natur heraus keinerlei Befugnisse, lebensnotwendige Veränderungen in Nationen voranzubringen. NGOs sind wichtige Bestandteile einer Gesellschaft. Es wäre falsch zu behaupten, dass die USM auf NGOs vollkommen verzichten können. Ich begrüße jede Form gesellschaftlichen Engagements der Bürger, somit auch in den USM. Zudem besitzen NGOs eine Kontrollfunktion und in Krisensituationen ein extremes Potenzial an Geldmitteln bzw. Hilfsleistungen in jeglicher Form. Allerdings sind die meisten NGOs auf Spenden angewiesen. Eine Spende ist ein solidarisch-humanitärer Akt in Form von Geldmitteln, der auf Freiwilligkeit basiert. Doch für ein weltweites Existenzminimum kann man die Verteilung der Ressourcen nicht von der Spendenbereitschaft der Weltbevölkerung abhängig machen. Vielmehr muss den Schwachen der Welt ein Anspruch zustellen, dieses Existenzminimum auch einfordern zu können und durchzusetzen. Dies ist logischerweise wesentlich einfacher, wenn wir die Bürger ein und desselben Rechtsstaates sind, als zurzeit die Bürger einer Vielzahl von Nationen und Rechtssystemen. Zudem zeigt mir die EU, wie schwierig es ist, als Kollektiv handeln zu wollen, wenn zeitgleich einzelne Mitgliedstaaten kontraproduktive nationale Interessen in den Vordergrund stellen. Die United Mankind möchte ich verstanden wissen als evolutionäre Weiterentwicklung der heutigen demokratischen Staatsform und als Zeichen für das Selbstverständnis eines Zusammenhörigkeitsgefühls aller Menschen. Wir leben zurzeit in Konkurrenz zu Staatsformen, in denen Menschen und ihre Rechte mit Füßen getreten werden. Auf dem Weltmarkt haben einige dieser menschenverachtenden Systeme enormen Einfluss aufgrund wegfallender demokratischer Prozesse. Ich habe die Befürchtung, dass dies einen falschen Anreiz setzen könnte, diesen Systemen nachzueifern oder sich ihnen anzuschließen. Die demokratischen einzelnen Nationalstaaten werden zukünftig unter großen Druck geraten bei anhaltendem wirtschaftlichen Erfolg dieser Systeme. Deshalb brauchen wir diesen Versuch, zumindest die Demokraten weltweit zu vereinen, langfristig alle. Komischerweise gibt es diese Vision durchaus auch an anderen Stellen, doch eher als Form von Unterhaltung. Jeder, der die Star Trek-Saga kennt, weiß, dass dort sogar die Menschheit in friedlicher Koexistenz mit anderen Lebensformen eine vereinigte Föderation der Planeten entwickelt hat. Ein anderes Beispiel ist der Film Independence Day, in dem die Menschheit an einem Strang zieht, um eine Invasion außerirdischer Lebensformen zu verhindern. Aktuell erleben wir eine weltweite Pandemie und der Flickenteppich an Maßnahmen zerreißt die Gesellschaften, in denen die Maßnahmen nicht funktionieren. Zum Erstaunen anderer wundert es mich wenig, dass genau die Staaten, in denen der Bevölkerung von Kindesbeinen ein Gemeinschaftsgefühl indoktriniert wird, jetzt deutlich besser durch die Pandemie kommen.
Man akzeptiert höchst persönliche Einschränkungen deutlich bereitwilliger, weil man in dem Bewusstsein erzogen worden ist, dass man ein Teil etwas Größerem angehört, nämlich der Gemeinschaft. Je ich-bezogener die Gesellschaft aufgebaut ist, umso schlechter steht diese aktuell da. Traurigerweise ist dies nicht die einzige existenzbedrohende Gefahr, die unsere aktuelle Konstellation in den nächsten Jahren in Frage stellt. Der Klimawandel wird verheerende Schäden hervorheben, und dies ist international anerkannt. Ganze Landstriche werden von jetzt auf gleich unbewohnbar. Es gibt zurzeit keine Pläne, wo die Menschen, die ihre Heimat aufgrund des Klimawandels verlieren, eine neue Heimat finden können. Bei einem Zehntel der geschätzten Zahl der zukünftigen Flüchtlinge schaffen wir es nicht, diesen Menschen würdige Lebensräume anzubieten. Bei dem Wiedererstarken der nationalistischen Bewegungen muss im Moment davon ausgegangen werden, dass die geschätzten 600 Millionen Klimaflüchtlinge in Zukunft auf sich allein gestellt sind. Der Umgang mit Flüchtlingen weltweit ist zurzeit menschenverachtend, und das sowohl von Gesellschaften, die die Menschenrechtscharta vor sich hertragen wie eine olympische Fackel, als auch von denen, für die Menschenrechte nur einen Tagesordnungspunkt auf internationalen Wirtschaftstreffen darstellen. Warum bedingt es erst einer außerterrestrischen, existenzbedrohenden Lebensform, damit wir uns als eine Einheit begreifen? Zum einen ist die Darstellung in Sci-Fi darauf zurückzuführen, dass man Visionen und Utopien, die diese Form des Zusammenlebens der Menschheit als Ziel haben, mit Sci-Fi als Schimpfwort abtun kann. Zum anderen ist es so, weil der Kapitalismus nicht soziale Ausprägung die Petrischale der Egomanie ist. Höher, schneller, weiter und unter allen Umständen der Beste sein zu wollen, entwickelt die Menschen zu Rennfahrern mit Tunnelblick auf den Erfolg. Dabei werden Verlierer in diesem System so denunziert, als wären sie selbst verantwortlich für ihre Situation. Andere Ideologien rassistischen Ausmaßes oder extrem patriotische Ideologien definieren sich ja gerade durch die Gegenüberstellung von den Vertretern zu den anderen. Somit wäre es kaum möglich zu erwarten, dass die Anhänger dieser Ideologien sich verbunden fühlen mit den sie definierenden Gegenstücken. Alle Menschen sind gleich. Möchte ich eine Art Sozialismus, Kommunismus? Nein, ich möchte das kapitalistische System nicht abschaffen. Es hat sich im Verlauf der Geschichte bewiesen, dass der Kapitalismus Grundstein für unsere exponentiell wachsende Technologisierung sowie für jegliche Innovation zu sein scheint. Ich halte es für durchaus konsequent, dass derjenige, der Erstaunliches leistet, auch Erstaunliches verdient. Jedoch kann ich Innovation und Erfolg nicht akzeptieren, wenn sie basieren auf Ausbeutung oder auf der Inkaufnahme des Verlustes zivilisatorischer Errungenschaften. Als Beispiele gelten hier Hungerlöhne oder Kinderarbeit oder Arten der Sklaverei. Deshalb plädiere ich für eine weltweite soziale Marktwirtschaft, die den Interessen der Gewinner sowie den Interessen der Verlierer der Gesellschaft gerecht wird. Wie bereits erwähnt, empfinde ich eine Art Schuld. Warum habe ich es verdient, als Deutscher im Durchschnitt 80 Jahre und älter zu werden, und andere sterben an Unterernährung? Warum sterben weltweit Menschen an Krankheiten, die wir seit Jahrzehnten unter Kontrolle haben? Solche und ähnliche Fragen stellen sich mir beinahe jeden Tag, jedoch besitze ich keinerlei zufriedenstellende Antworten auf diese. Habgier, Völlerei, falscher Ehrgeiz, Boshaftigkeit sind mir bewusst als Antwort. Mich dieses oft und beziehungsweise immer fragen zu müssen und dementsprechend mich jeden Tag mit dieser Situation auseinandersetzen zu müssen, hielt ich früher für einen Fluch. Ich habe tiefe Täler von Depressionen erlebt, in denen ich nicht verstanden habe, warum ausgerechnet ich nicht, auch wie meine Freunde, mich zum Teil ausschließlich meiner Freizeit den spaßbringenden Dingen zuwenden konnte. Lethargie und völlige Ablehnung der Anpassung an dieses Hamsterrad der Gesellschaft waren Teil meines Lebens. Die zahlreichen Versuche, diese Dinge zu ignorieren, um mich anzupassen, führte zu gescheiterten zwischenmenschlichen Beziehungen und wirtschaftlichem Misserfolg. Ich habe mir in meiner Freizeit massenhaft Dokumentationen angeschaut und tue dies immer noch. So denke ich, dass ich durchaus in der Lage bin, dass ich komplexe Geschehnisse verstehe und zu einem Standbild der Welt zusammenfügen kann. Mittlerweile denke ich, es ist eine Art Gabe. Wenn Menschen in der Lage sind, diese Probleme auszublenden, vielleicht ist es dann vonnöten, dass jemand ihnen die Augen öffnet und darauf hinweist. Es ist mir unbegreiflich, warum unsere Entwicklung der Technologien exponentiell voranschreitet, aber zivilisatorisch wir uns zum Teil immer noch in Grabenkämpfen zwischen unterschiedlichen Religionen, Ethnien und Staatsformen befinden. Auch sind mir Ideologien völlig fremd, deren Grundlage Rassismus oder ähnliche menschenverachtende Werturteile sind. Wir können heutzutage dank dem Internet uns weltweit verbinden. Wenn in Tibet etwas passiert, können wir Live-Berichte über YouTube sehen. Facebook löst in Staaten ganze Revolutionen aus. Siehe Ägypten, Georgien. Twitter und Co. haben enormen Einfluss auf die weltweit wachsende Zivilgesellschaft. Daraus lässt sich schließen, dass den Menschen bewusst ist, miteinander verbunden zu sein. Sport und Kunst sind Vorreiter einer friedlichen, globalisierten Welt. Im Sport agieren Menschen aller ethnischen und kulturellen Unterschiede zum Trotz und zelebrieren diesen.
Dies funktioniert, weil Sportarten für jeden der Teilnehmer die gleichen Regeln verwenden und ohne Akzeptanz der Regeln eine Teilnahme meist nicht möglich ist. Auch kann eine andere Art der Wertschätzung unter den Teilnehmern stattfinden, weil sie eine gemeinsame Leidenschaft teilen. Die Kunst hat zudem ein weiteres Merkmal vorzuweisen, welches für ein interkulturelles Zusammenleben von größtem Vorteil ist. In der Kunst wird die Vielfalt als eines der höchsten Güter verstanden. Auch wenn man die Kunst des Einzelnen weder versteht noch als besonders toll erachtet, spricht dem Künstler gegenüber niemand eine fehlende Daseinsberechtigung aus. Respekt im Umgang miteinander ist eines der höchsten Güter. Ich finde zudem, jede Form von Missionarismus muss verhindert werden im Dialog zwischen den Völkern. Allerdings gibt es wie im Sport Grundregeln, auf die ich später in meinen Videos eingehen werde. Was bedeutet diese Art Schuld für mein Leben? Ich habe mich seit langem entschlossen, keine Kinder in die Welt zu setzen in ihrer jetzigen Form. Ich erlebe eine Welt, in der zum Teil Krieg immer noch als Mittel der Politik verstanden wird. Auch die anderen Dinge, die ich oben als Leid definiert habe, machen es mir unmöglich, ruhigen Gewissens zu sagen, dass die nächste Generation eine tolle Welt erwartet. Zudem ist es für mich unbegreiflich, wie Politik mit unseren Ressourcen umgeht. Jedes Jahr machen wir Schulden. Doch diese sind nur dann möglich, weil Politik davon ausgeht, dass nachwachsende Generationen irgendwann dafür gerade stehen. Ich kann meinen Kindern nicht zumuten, dass sie für die Fehler der Vergangenheit gerade stehen müssen. Doch wenn die United Mankind dazu führt, dass die Menschheit sich als eine Einheit begreift und dementsprechend auch agiert, dann finde ich, kann man trotz fiskalischer Probleme die nächste Generation auf den Weg schicken. Wir hätten einen evolutionären, zivilisatorischen Zeitsprung geschafft, der die Menschheit nach Jahrhunderten der gegenseitigen Vernichtung gemeinsam in die Bewältigung der Zukunftsaufgaben schickt. Vielleicht ist dies nicht umsetzbar in der Zeit, die mir die biologische Uhr noch lässt. Jedoch unterlassen wir den Versuch erst ganz, wird sich nie was am Leid der Schwachen ändern. Ein Sprichwort heißt, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Dieses sollte die Kampfansage der United Mankind werden. Nun wollte ich noch eine Frage beantworten. In welcher Rolle siehst du die in dieser Bewegung? Da ich diese Videos mache und ich der geistige Vater der Bewegung bin, ist meine Rolle dadurch gekennzeichnet. Allerdings sehe ich die Funktion dieser Videos als eine Art philosophischen Denkansatz zur Bewegung. Ich möchte ein System entwickeln, in dem auch Jahrhunderte nach meinem Tod die USM als Weltnation aller Völker funktioniert. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass diese Videos nicht mit dem Anspruch an eine wissenschaftliche Arbeit zu schauen sind. Die zukünftigen Videos schneiden derart viele Disziplinen wissenschaftlichen Denkens an, dass ein Mensch nicht den Anspruch erfüllen könnte. Diese Videos beinhalten meine subjektive Wahrnehmung der Welt und eine Vision meines Utopias, der United States of Mankind. Ich bin stets offen über fundierte Vorschläge, wie diese Utopie noch besser werden kann und vor allem engagierter Mitarbeit, dass wir diese auch erreichen eines Tages. Ich danke euch für eure Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.